Guten Abend, herzlich willkommen bei Hessen aktuell. Noch immer ist der Mord an der 8 Jahre alten Johanna Bonacker aus Ranstadt nicht aufgeklärt. 5,5 Jahre nach dem Verbrechen unternimmt nun die Polizei einen neuen Anlauf, den Täter zu überführen. Ein Zeuge war damals, etwa zu dem Zeitpunkt, als Johanna verschwunden ist, am Sportplatz in Bobenhausen vorbeigefahren und hatte hier am Sportplatz einen braunen, wie er formuliert hat, VW Jetta gesehen mit einer männlichen Person. Der zentrale Zeuge für uns war der Jetta-Zeuge gewesen. Der wurde unzählige Male befragt, insbesondere zu dem Aussehen des Fahrzeugs, aber natürlich auch zu der Person, die in diesem Fahrzeug gesessen hat. Ich bin da vorbeigefahren und habe kurz rüber geguckt. Vom Bart her, das Kinn, die Nase, das Seitenprofil, die Haarlänge, der Pferdeschwanz und unrasiert. In den Folgejahren war es dann auch möglich, ein Phantombild zu erstellen, das allerdings nur die Seitenansicht des möglichen Täters gezeigt hat. So könnte er aussehen. (2006) haben die Ermittler immer noch keine Hinweise auf den Mörder. Jetzt gründen sie die AG Jetta, konzentrieren sich auf ihre einzige Spur, den Fahrer des VW Jetta. 600 Fahrzeughalter werden zu einer Fingerabdruckuntersuchung eingeladen. Zum Einsatz kommt diesmal ein ganz neues Verfahren. Erst Mitte der 2000er wurde das alles digitalisiert und hat dann im sogenannten Live-Scan-Verfahren diese Fingerabdrücke dann quasi 3D abgenommen. Eine groß angelegte Suche nach einem Handabdruck soll die Beamten nun einen entscheidenden Schritt weiterbringen. Da hat man eine Vielzahl von Personen, insbesondere auch die Jetta-Halter, noch mal eingeladen und hat sie gebeten, freiwillig ihren Fingerabdruck, ihren Handflächenabdruck abzugeben. Wir würden diese Aktion nicht machen, denn sie ist ja sehr personalintensiv, wenn wir keine Hoffnung hätten, dass wir dadurch ein ganz weites Stück vorankommen. Der Jetta war damit ganz sicher die heißeste Spur, ja, und die Ermittlungen mussten sich auf den konzentrieren, ganz klar. Unter den Jetta-Haltern war natürlich auch Rick J. dabei gewesen. Aber man hat aus nachvollziehbaren Gründen, hat man damals darauf verzichtet, ihn noch mal vorzuladen zur Abnahme von Fingerabdrücken, weil es von ihm aus anderen Ermittlungsverfahren Fingerabdrücke im System gab. Die Ermittler vertrauen weiterhin auf die noch mit Tinte angefertigten Fingerabdrücke von Rick J., verzichten bei ihm auf das neue Scan-Verfahren, ein folgenschweres Versäumnis. Da war es so gewesen, dass jedenfalls der Spurenbereich, der auf dem Klebeband war, sich offenbar, so schien es jedenfalls, in den Fingerabdrücken, die uns vorlagen, sich nicht abgebildet hat und es somit zu keiner Übereinstimmung gekommen war. Ein Fingerabdruck ist etwas sehr Individuelles, etwas Einmaliges. Selbst eineige Zwillinge teilen sich zwar ähnliche Fingerabdrücke, aber keine identischen Fingerabdrücke. Das heißt, dieser Teilfingerabdruck ist extrem wichtig, da dies etwas Eindeutiges ist, etwas, was eine Person eindeutig identifiziert. Aber ein Fingerabdruck ist wie ein Strichcode. Wenn Sie allerdings von einem Strichcode nur einen Strich haben, dann ist es kein Code, sondern ein Strich. Das heißt, es ist ein Mindestmaß an Informationen nötig. Das Verhältnis der Linien zueinander, die Form der Linien, es ist ein Mindestmaß an Bildausschnitt nötig, um klar sagen zu können, dass dies nur von einer Person stammen kann und auch das Gericht davon zu überzeugen. 5,5 Jahre sind mittlerweile vergangen, dass sie ihre geliebte Tochter verloren haben. Seitdem vergeht für die Eltern der 8-jährigen Johanna Bonacker aus dem hessischen Bobenhausen kein Tag ohne Schmerz und Trauer. Es ist uns wichtig zu erfahren, wann Johanna gestorben ist, was da im Einzelnen passiert ist, wieso das überhaupt so weit kommen konnte, dass er ihrer habhaft werden konnte. Warum er sie nicht einfach hat nach Hause gehen lassen. Das sind einfach die Fragen, die ich habe und die beantwortet werden müssen für uns. Aber die Polizei wird die Fragen von Johannas Eltern jahrelang nicht beantworten können. Egal, was die Ermittler unternehmen. In all den Jahren haben die Friedberger Kollegen ja nie geruht. Ja, die haben ja immer versucht, noch neue Ermittlungsansätze zu generieren.
und haben deswegen auch immer wieder mal die Öffentlichkeit gesucht. Ja. Einfach, um den Fall nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ja, und zum anderen eben auch, um wieder Bewegung in die Geschichte zu bringen, dass wieder darüber geredet wird. Ein großes Transparent mit dem Bild von Johanna Bonacker hat die Polizei in Randstadt-Bobenhausen im Wetteraukreis aufgestellt. Sie will damit an das Verschwinden des Mädchens vor 10 Jahren erinnern. Sie hofft auch auf neue Hinweise in dem Mordfall. Doch es wird keine neuen Hinweise geben. Noch immer kann in Bobenhausen jeder der Täter sein. Der kleine Ort in der Wetterau kommt auch in den nächsten Jahren nicht zur Ruhe. Der Mord an der 8-jährigen Johanna Bonacker aus Randstadt-Bobenhausen ist schon 15 Jahre her. Jetzt rollt die Polizei den Fall neu auf. Denn auch weiß nach wie vor niemand genau, was damals mit Johanna passiert ist. Es gab kein Jahr, in dem nicht Bürger oder die Presse nach diesem Fall gefragt hat und gesagt hat, warum wird er nicht aufgeklärt? Und so ein Fall, so ein Tötungsdelikt kann nicht ungesühnt bleiben. Und so haben wir das alle auch immer gesehen. Deswegen wurde immer wieder mal die Öffentlichkeit gesucht, sei es nur, dass zum Jahrestag Plakatwände errichtet wurden in Bobenhausen oder sei es auch gerade so der wiederholte Gang zu XY, Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, das sind immer wieder diese Versuche gewesen, ja, quasi die Bewegung in diesem Fall drin zu halten, ja, um vielleicht dann doch noch neue Beweise, neue Spuren zu generieren. Meintauer und die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY haben den bisher ungeklärten Fall der getöteten Johanna Bonacker erneut gezeigt. So sind 65 weitere Hinweise bei der Kriminalpolizei eingegangen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht bisher ein Mann, der laut Phantombild so aussehen soll. Wir haben mit diesem Foto gefahndet. Es gab immer mal Hinweise, denen wir auch nachgegangen sind, aber der bahnbrechende Hinweis war da nicht dabei. Im Endeffekt standen wir dann Ende 2014, Anfang 2015 eigentlich wieder vor dem Nichts. Es gab keine neuen Spuren, keine neuen Ermittlungsansätze und das war eine schwierige Zeit. Der Fall Johanna Bonacker war inzwischen quasi ein Cold Case. Es hat sich nichts Neues ergeben, alle Spuren galten mehr oder weniger als abgearbeitet. Wir haben ja dann auch in den darauffolgenden Jahren auch immer mal wieder Verdächtige bekommen. Folienabzüge aus den Autos, Kleidungsstücke, irgendwelche Dinge und konnten dann gucken, ob wir die gesuchten Faserspuren dort finden. Das verlief aber alles negativ, also alle Verdächtigen, die wir überprüft haben, zum Teil auch sehr umfangreich, waren negativ. Das heißt, wir haben diese gesuchten Fasertypen nirgends finden können. Ein Fall wie Johanna Bonacker wandert natürlich zwangsläufig dann zu den Akten, wenn sich keine neuen Ansätze ergeben, wenn kein neuer Input von der Dienststelle kommt. Man muss ihn wegräumen. Es ist ja nicht so, dass Johanna Bonacker der einzige Mordfall in Hessen ist oder der einzige ungeklärte Mordfall in Hessen gewesen war. Also muss man ihn irgendwann für sich selbst auch mal zur Seite tun. Also sowohl die Akte als auch die Asservate als auch gedanklich. Für die Akten schließt man ihn vorläufig ab. Für sich selbst innerlich eigentlich nie, solange ungeklärt ist. ...16 Jahre nach Johannas Verschwinden haben die Ermittler keine Hoffnung mehr, den Mörder der kleinen Johanna zu finden. Nur ihre Eltern wollen nicht aufgeben. Ich meine, es gab genug Fälle, die nach 20 Jahren aufgeklärt worden sind in der letzten Zeit. Warum sollte das bei uns anders sein? Die Bonackers wohnen zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr in Bobenhausen. Sie haben es dort nicht ausgehalten, haben als Zugezogene nie richtig dazugehört. Als Johannas Leiche gefunden wird, besucht sie kaum jemand, um mit ihnen zu trauern. Schon 2000 ziehen sie deshalb fort. 2016 verstirbt Richard Bonacker, ohne jemals zu wissen, wer seine Tochter getötet hat. 17 Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Johanna. Ich habe durchaus die Hoffnung und auch den Glauben, dass man diese ungelösten Verbrechen lösen kann. Mit neuen kriminalistischen Methoden, mit neuen Analysemethoden, mit Psychologie und auch manchmal mit neuen Personen, die einen frischen Blick auf die alten Daten werfen. Ich denke, der Fall Johanna Bonacker ist der beste Beweis, dass auch Cold Cases nicht unlösbar sind, sondern nur vorläufig ungelöst. Und manchmal braucht es nur einen frischen Blick auf die alten Spuren.
Kurz nach dem Tod des Vaters kommt plötzlich Bewegung in den Fall. Im Jahr 2016 war das so gewesen, dass ich einen Anruf bekommen habe von 3 jungen Beamten, die in die Ausgangsermittlungen 99 nicht involviert gewesen sind und die gesagt haben, wir fassen das Ding jetzt nochmal an. Wir gucken uns alles nochmal an. Mit der Hoffnung verbunden, dass die dann vielleicht doch irgendwo noch was rauslesen und sagen, hier gibt es noch Ermittlungsansätze, wo wir vielleicht in der Vergangenheit nicht so rechtes Gewicht drauf gelegt haben und wir können vielleicht doch noch irgendwo zu einer Klärung dieses Falls kommen. Und das begann damit, dass sie den Vorschlag hatten, diese Akte, die ja bislang eine reine Papierakte war, recherchefähig zu machen. Das heißt, zu digitalisieren, jeden kleinen Zettel, der sich in dieser Akte befindet, einzuscannen. Teilweise befanden sich diese Hinweise schlicht auf gelben Notizzetteln. Aber diese Notizzettel könnten ja für uns relevant sein und deswegen wurden auch diese eingescannt. Und das war eine Heidenarbeit für die Kollegen gewesen, aber hat letztendlich mit den Grundsteinen für den späteren Erfolg gelegt. Die Digitalisierung alleine bringt einem natürlich zunächst mal kein Ergebnis. Ja, man hat aber die Grundlage dafür geschaffen, dass man eine vernünftige Auswertung starten kann. Und eins der Ideen der AG Johanna, so hieß sie 2016, 2017 damals, war einfach mal zu schauen, was sind die zentralen Spuren, in unserem Fall beispielsweise die Fingerspur und die Faserspur, und sind die nach den heutigen Standards überhaupt adäquat abgearbeitet? Im Mai 2016 hat sich die AG Johanna hier im Haus angemeldet, wollte nochmal eine Besprechung machen, um eben zu sagen, wir digitalisieren jetzt die Akten, wir arbeiten das Ganze nochmal auf. Und die haben sich bei uns angemeldet, kamen zu einer Besprechung und haben eben die Frage gestellt, was geht spurenmäßig jetzt nach mittlerweile 17 Jahren? Was geht noch? Was für Spuren haben wir? Was kann man noch machen? Also nach dem Motto nochmal alles auf den Tisch, was können wir noch machen? Nachdem die Akte dann recherchefähig wurde, dann ist die Polizei dazu übergegangen und hat beispielsweise den Namen von alten Tatverdächtigen eingegeben. Und bei diesem Rick J., der mal Beschuldigter war, konnte man sehen, dass er in vielen Spurenkomplexen aufgetaucht ist. Zum Beispiel als Chatterhalter, zum Beispiel im Zusammenhang einfach mit der Fragestellung Sexualstraftäter, die schon mal in Erscheinung getreten sind. Er tauchte an vielen Ecken und Enden in dieser Ermittlungsakte teilweise sehr versteckt mal auf. Und so wurde diese Person für uns interessant. Und sind eigentlich sehr schnell auch zu dem Ergebnis gekommen, was ja nicht so sehr verwunderlich ist, dass die Chatterspur eine ganz entscheidende Spur ist, und haben also viele Puzzleteile auch zusammengefügt und haben gesagt, also der damals überprüfte Rick J., ja, der eben auch so einen entsprechenden Chatter gefahren hat, ist eigentlich die einzige wirklich brauchbare Spur. Und ich muss sagen, es war so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, weil das hat sich alles recht gut angehört, war recht schlüssig. Also je näher ich mich mit der Person befasst habe und mit diesen vielen Indizien, die gegen ihn gesprochen haben, war ich irgendwann fest davon überzeugt, dass das der Täter sein könnte. Ein Bauchgefühl, denn handfeste Beweise gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine. Es hat sich dann ein anderes Ereignis ergeben im Raum Friedberg. Ja, und zwar gab es einen Vorfall ganz in der Nähe von Bobenhausen, wo Anwohner verdächtige Geräusche und Bewegungen aus einem Maisfeld festgestellt hatten. Dort haben sie dann eine relativ dramatische Entdeckung gemacht. Da war ein Mann mit einem jungen Mädchen, 14 Jahre alt, zugange gewesen. Da wurden sexuelle Handlungen ausgeführt. Klebeband spielte eine Rolle. Auf Nachfrage, was sich denn da abspielt, haben beide beteuert, es ginge niemand was an. Das sei alles einvernehmlich, was sie hier machen. Ein Jäger hatte die beiden im Maisfeld entdeckt. Wir sind dann hier an diese Stelle gekommen, quasi von 2 Seiten parallel, und haben dann hier dieses Bild des Grauens und des Schreckens. Da läuft mir jetzt noch quasi es kalt den Buckel herunter, wie wir dann hier dieses Bild vorgefunden haben, nämlich den Täter nackt und das Mädchen kniend vor ihm. Die hatte nur noch ihren Schlüpfer an, gefesselt quasi an den Unterschenkeln. Dieser Jagdpächter hat dann gemeinsam mit den weiteren Personen diesen Mann gestellt und hat gesagt,
was machen Sie hier, wie heißen Sie? Und die haben dann auch mal nach dem Namen geschaut, ja, und haben dann auf einer EC-Karte den Namen Rick J. ablesen können, ja, und haben das Ganze dann auch der Polizei gemeldet. Für die war das zunächst mal schwer einzuordnen, weil es eher so schien, als wenn das eine einverständliche Sache gewesen ist, sodass da jetzt unmittelbar keine polizeilichen Maßnahmen gelaufen war. Aber über diese Feststellung im Maisfeld ist diese Personalie wieder relevant geworden, Rick J. Rick J. Ist er der Mörder der kleinen Johanna? Hat er sie 1999 entführt? Hat Rick J. ihre Leiche im Wald verscharrt? Sexuell motivierte Täter entwickeln oft eine Sucht und auch eine steigende Selbstsicherheit. Wenn sie mit einem Tötungsdelikt davonkommen, entwickelt sich manchmal ein Gefühl der Unangreifbarkeit. Die haben mich 10 Jahre nicht gekriegt, 15 Jahre nicht gekriegt. Irgendwann entwickelt sich so eine Sicherheit, dass sie glauben, sie werden nie mehr gefasst. Sie können nie gestoppt werden. Die Tatsache, dass sich hier ein zweiter Fall ereignet, zwar mehr oder weniger einvernehmlich, aber im Maisfeld, also mal wieder in der Öffentlichkeit, zeigt die scheinbare Sicherheit des Täters. Es ist definitiv kein Signal der Reue und es zeigt die emotionale Abgestumpftheit und die fehlende Angst vor Strafe. Wegen des Maisfeld-Falls wurde ein separates Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Verdacht lautete sexueller Missbrauch einer Jugendlichen. Und in diesem Kontext wurde dann auch eine Durchsuchung initiiert. Und die hat man am 15.02.2017 dann vollzogen. Man hat bei dieser Durchsuchung dann eine ganze Reihe von Speichermedien sichergestellt, auch sein Handy. Man hat sich auch beispielsweise den Dachboden des Beschuldigten näher angeschaut. Da lag dann in einer Ecke eine blaue kleine Kiste. Und in dieser blauen kleinen Kiste hat sich Klebeband befunden. Und irgendwelche Seile und andere Dinge, die zur Fesselung geeignet waren, und hat die alle unter dem Gesichtspunkt Maisfeldfall zunächst sichergestellt, ne, und mit zur Auswertung auf die Dienststelle genommen. Der Beschuldigte war damals recht gefasst gewesen und er hatte ja auch schon vorher häufiger Kontakt zur Polizei. Also diese Situation, dass er von der Polizei befragt wird, war für ihn jetzt nicht ungewöhnlich gewesen. Und im Anschluss in der Vernehmung hat er sich dann geäußert zu diesem Vorwurf, aber hat letztendlich gesagt, dass das einverständlich passiert ist und dass er sich insofern da nichts vorzuwerfen hat. Wenn man die Parallelität gesehen hat, so mit Seil und Verkleben und auch wieder ein junges Mädchen, das zweifellos schon älter war und auch anders entwickelt als Johanna Bonacker. Aber das hat schon in der Gesamtschau dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, das ist er. Wir haben uns natürlich die Beweismittel aus der Durchsuchung Februar 2017 dann genauer angeschaut. Welche Beweismittel waren das? Das waren insbesondere die Klebebänder. Die Frage war dann eben, was haben wir von Rick J? Gibt es irgendwas? Und es war tatsächlich glückliche Fügung, dass es Gegenstände aus dem Bereich vom Rick J gab. Haben dann gesagt, ja, wo sind die Sachen? Dann hieß es, oh, die sind in die Rechtsmedizin gegangen. Dann natürlich von uns der große Aufschrei, dann im Moment Stopp. Zurück von der Rechtsmedizin, es geht ja jetzt um ein ganz anderes Verfahren. Und wir haben dann diese Gegenstände aus der Durchsuchung Maisfeldfall eben im Zusammenhang mit Johanna Bonacker bekommen, um die eben dann zu untersuchen. Angelika Schwetz sucht nach einer Spur, die Rick J. im Fall Johanna hinterlassen haben könnte. Wir hatten eine Lichtbildmappe aus der Durchsuchung und die Überlegung war, schauen wir mal, gibt es da irgendwas, was offensichtlich alt ist? Und da hatten wir eine Jeanshose dabei, da habe ich gesagt, also dieses Modell ist mit Sicherheit irgendwie aus den 90ern, das könnte entsprechend alt sein. Von seinem Dachboden gab es Gegenstände aus einer Kiste. Das waren alte Kleidungsstücke, das waren Seile, Stricke, Expanderschnüre,
Klebebandrollen. Für mich war diese Kiste so, ach, das ist irgendwas, ich habe es in meinem Autokofferraum stehen. Und wenn ich mal ein neues Auto habe, nehme ich die Kiste und stelle die gerade so, wie sie ist, kann ich ja wieder gebrauchen, in mein nächstes Auto. Und so eine Kiste stand auf dem Dachboden vom Rick J. Wir hätten am liebsten die Kiste im Original gehabt. Leider war es so, dass nur einige Gegenstände aus der Kiste im ersten Anlauf sichergestellt worden waren. Dann habe ich mir noch einen gelben Zettel in die Lichtbildmappe gemacht, habe gesagt, Kiste ehemals aus Auto, Fragezeichen, weil ich so die Idee hatte, vielleicht, er hat ja damals einen Jetta gefahren, das wussten wir ja, vielleicht war diese Kiste damals in einem Jetta gestanden und danach irgendwie x Jahre auf dem Dachboden beim Rick J. Und da war natürlich die Hoffnung da, dass in dieser Kiste noch irgendwas an Spuren übrig ist, was eben von 1999 ist. Unwahrscheinlich ist das nicht. Denn der 41-jährige Rick J. lebt seit 20 Jahren zurückgezogen in einer verwahrlosten Einzimmerwohnung. Ein Messi ohne Arbeit. Er verlässt kaum das Haus, ist alleinstehend und kinderlos. Rick J. passt perfekt in das Profil der Ermittler. Danach hat sich natürlich die Frage gestellt, wie man jetzt weiterermittelt, in welcher Struktur, wie viele Leute braucht man. Wir hatten ja unzählige Datenträger sichergestellt, die müssen ausgewertet werden. Die Spuren müssen ausgewertet werden. Mir war aber vollkommen klar, dass das in den Strukturen in Friedberg mit 3 Leuten, die bis dahin dran waren, vielleicht noch 2, die zusätzlich hätten ermitteln können, nicht möglich ist. Kriminaldirektor Roland Fritsch wird deshalb vom Gießener Polizeipräsidenten mit der Leitung der Sonderkommission Johanna beauftragt. Es ging um die Frage, welches Personal steht mir zur Verfügung, auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen. Ja, und das ist alles in meinem Sinne positiv entschieden worden, sodass wir dann tatsächlich auch in der Lage waren, die Soko Johanna in 2017 ins Leben zu rufen, ja, mit so circa 30 Kolleginnen und Kollegen, ja, die dann den Fall noch mal komplett aufgerollt haben. In dem Fall hat man sich ja mit der Altakte beschäftigt und mit Spurenansätzen, die ja vielleicht noch drin sind. Wirklich jedes Blatt in dieser Akte ist noch mal rumgedreht worden und alles noch mal nachvollzogen worden, soweit das irgendwie möglich war. Wir haben auch Polizeibeamte von damals noch mal förmlich vernommen, um da auch noch mal alle möglichen Informationen abzuschöpfen. Neu im Team Kriminalhauptkommissarin Agatha Koch. Bei solchen Fällen kümmert man sich in erster Linie um das Opfer. Man klärt das Umfeld des Opfers auf. Und dazu muss ich sagen, natürlich haben wir uns, als wir die Akte noch mal gelesen haben, jeder Einzelne auch damit beschäftigt. Und ich muss sagen, wenn man sich dann noch mal einliest und liest, was für ein liebenswürdiges Mädchen und fröhliches Mädchen Johanna war und wie beliebt sie war. Und dann ist es gut, dass da jetzt 18 Jahre dazwischen waren, weil also es nimmt einen schon auch mit. Ne? Man ist ja dann auch irgendwo nur Mensch und muss dann auch die Emotionen ausblenden. Normalerweise ist es so, ein Vermisstenfall oder ein Tötungsdelikt geschieht, man hat noch keinen Täter und dann rennt die Zeit gegen einen. Also man muss immer bemüht sein, so schnell wie möglich an Informationen zu kommen. Deswegen ist dann so die Zeit der schlimmste Gegner von uns. Und wir waren hier in der komfortablen Situation, dass wir Zeit hatten. Wir haben neue Räumlichkeiten angemietet, eingerichtet, ja, und die Soko konnte da in optimalen Rahmenbedingungen im Prinzip arbeiten. Wir haben uns auf jemanden fokussiert. Also es war nicht jemand ganz völlig Unbekanntes, sondern aufgrund der Indizien hatten wir einen speziellen Tatverdächtigen und konnten uns voll nur auf den konzentrieren. Die ganz zentrale Frage war ja, wie können wir es ihm nachweisen? Ja, und ich kann mich noch sehr gut an die ersten Gespräche auch mit Herrn Staatsanwalt Hauburger erinnern, als es um die Festlegung der Strategie ging, dass er immer gesagt hat, also ohne Geständnis wird es äußerst schwierig. Ja, und mir ging es halt auch darum, vielleicht eine Beweislage erzeugen zu können, die praktisch auf Indizien gestützt ja auch ausreichend sein könnte für eine Verurteilung. Um ihn überführen zu können, wird Rick J. nun komplett durchleuchtet und dafür monatelang beschattet. Die Ergebnisse laufen hier bei der Soko zusammen. Ein Ermittlungsabschnitt, ja, den wir eingerichtet hatten, haben sich Kollegen ausschließlich mit seiner Person, mit seiner Vita von der Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt, praktisch dann 2017, auseinandergesetzt. Meine Aufgabe in der Soko Johanna bestand darin, sich ausschließlich mit dem Beschuldigten Rick J. zu beschäftigen.
mit dem Ziel, ihn dann auch später zu vernehmen. Das heißt, wir haben versucht, ihn komplett zu studieren, von Geburt an bis zum heutigen Tage, festzustellen, was ist das für ein Mensch, was hat er für Straftaten begangen, wie war in der Schule, gibt es vielleicht da schon irgendwelche Auffälligkeiten. Also wir haben überall in jedem Krümmel gesucht nach Anhaltspunkten, was uns weiterbringen könnte, was uns Aufklärung über seine damaligen Fahrzeuge, Freunde, Umfeld, Auffälligkeiten, was auch immer wir gefunden haben, haben wir dann zusammengetragen. Und wir haben seinen Lebenslauf erstellt. Das muss man sich vorstellen wie so eine Tapete, die dann horizontal in unserem Flur gehangen hat. Und da konnte man von Geburt an sehen, welche Ereignisse so passiert sind und zu den Ereignissen, ob irgendwelche Straftaten parallel dazu verlaufen sind. Also wir haben das alles so in den Kontext gestellt, um zu gucken, gab es da vielleicht einen Auslöser für die Tat oder für andere Straftaten. In den ganzen Unterlagen bei der Auswertung zu dem Lebenslauf habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wo ist irgendwas passiert, was dazu geführt hat, dass aus diesem Menschen, der eigentlich gute Startbedingungen hatte, ein Mörder geworden ist. Ich habe nichts gefunden. Was wir in den Kriminalakten gefunden haben, bezog sich überwiegend auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Einbruchsdiebstähle. Ist dann auch zutage gekommen, ja, dass er schon in jungen Jahren, ich glaube mit 17, mal übergriffig geworden ist. Ein Mädchen, auch 8 Jahre, lange blonde Haare, auf einem Feldweg plötzlich attackiert hat, umgerissen hat, sich auf sie geworfen hat. Und das Mädchen hat Glück gehabt, würde ich mal heute behaupten. Es sind 2 Fahrradfahrer vorbeigekommen, ja, die ihn dann vertrieben haben. Das ist dann Tage später, ist er als der Übergriffige dort identifiziert worden. Das war schon einige Jahre vor der Geschichte mit der Johanna Bonacker. Als es zu diesem Übergriff auf dieses 8-jährige Mädchen gekommen ist, war er damals 17 Jahre alt und ging noch zur Schule. Man konnte ihn auch ermitteln, aber bei der Vernehmung hat er angegeben, dass es kein sexuelles Motiv gegeben hat und das konnte man auch damals nicht nachweisen. Er hat dann einen weiteren Fall aktenkundig mit sexuellem Missbrauch von Kindern. Da hat er mit einer 11-Jährigen sexuelle Handlungen vorgenommen. Sind die Ermittler bei Rick J. auf einen skrupellosen Kinderschänder gestoßen, der auch Johanna auf dem Gewissen hat? Man muss sich mit einem alten Fall befassen, der emotional natürlich auch einen berührt, insbesondere weil es um ein Kind geht und man auch an die Angehörigen denkt, dass man wieder einen Fall aufrollt und ihnen vielleicht auch Hoffnung gibt, dass man jetzt endlich den richtigen Täter hat. Zum Zeitpunkt, als wir mit der Soko Johanna in die Ermittlungen intensiv eingestiegen sind, war Rick J. Arbeitslos, ja, hatte kein geregeltes Einkommen, ja, und hat in einer Wohnung da in Friedrichsdorf gewohnt, die er sehr selten eigentlich nur verlassen hat. Hat sich ganz häufig von Lieferdiensten Pizza oder Ähnliches bringen lassen und hat also ganz, ganz viel Zeit im Internet verbracht. Wir haben ihn schon sehr intensiv überwacht und wussten eigentlich von morgens bis abends, was er macht oder zumindest wo er auch ist. Und mehr an Überwachung geht tatsächlich kaum noch. Wir haben beispielsweise eine Telekommunikationsüberwachung gemacht. Er wurde mehr oder weniger rund um die Uhr observiert, um ein Bewegungsprofil zu erstellen. Wir haben gemerkt über die Überwachungsmaßnahmen, dass er sich in Internetforen entsprechend bewegt, dass er auf Internetseiten mit kinderpornografischem Inhalt sich bewegt, ja, und ähnliche Dinge. Ja. Das haben wir alles akribisch zusammengetragen. Unsere Observationseinheiten, die haben sich natürlich eingeteilt, Tag und Nacht. Und die haben ihn zum Beispiel auch mit dem Fahrrad zum Schwimmbad begleitet, ne? Solche Sachen. Und einmal gab es einen nächtlichen Ausflug, wo er im Kartoffelfeld Kartoffeln gestohlen hat. Natürlich kann man derart intensive Überwachungsmaßnahmen jetzt beispielsweise nicht bei einem Kartoffeldiebstahl machen. Aber wenn es sich um sehr schwere Delikte handelt und entsprechende richterliche Beschlüsse vorliegen, dann lässt die Strafprozessordnung es jedenfalls zu, dass man Menschen observiert, dass man Telefone überwacht, dass man vielleicht auch Internetaktivitäten überwacht. Fast ein halbes Jahr wird Rick J. von der Soko Johanna in Friedrichsdorf bei Frankfurt überwacht. Ein zentrales Problem, das sich uns auch natürlich gestellt hat im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen, war die Gefährdung, die von Rick J. ausgeht.
Ja, wir haben neben dem Ermittlungshintergrund oder den Ermittlungen, die noch zu tätigen waren, natürlich auch mitzubedenken gehabt, wenn man sich den Maisfeld-Fall vor Augen führt, dass er auch weiterhin zum Nachteil auch von jungen Mädchen aktiv sein könnte. Und die auf seinen Datenträgern sichergestellten Bilder im Zusammenhang mit dem Maisfeld-Fall haben das ja durchaus auch nahegelegt. Ja. Es waren Handyaufnahmen von kleinen Mädchen, die auch so in diesem Altersspanne lagen, 8 bis 10 Jahre, lange blonde Haare, die irgendwo in ihrer Bewegung zur Schule, auf dem Schulweg, im Bus von ihm gefilmt worden sind. Ja. Also insofern geht von einer solchen Person natürlich auch immer eine abstrakte Gefahr aus. In unserem Fall war es aber so, dass wir es ja mit einem Beschuldigten zu tun hatten, der insgesamt sehr wenig Bewegung gezeigt hat. Und deswegen hatten wir eigentlich zumindest nicht die Angst, dass er aktuell Beweismittel vernichtet, zumal ihm ja auch gar nicht bewusst war, dass wir verdeckt gegen ihn ermitteln wegen des Verdachts des Tötungsdelikts zum Nachteil von Johanna Bonacker. Observation ist eine extrem schwierige und heikle Phase, denn das Ziel ist natürlich, neue Beweise hinzuzugewinnen. Eine SMS, ein Anruf, ein Foreneintrag, ein direktes oder indirektes Geständnis, das ist es, wonach man sucht. Oder vielleicht eine Fahrt zum Tatort, irgendetwas, was ihn eindeutig damit in Verbindung bringen würde. Aber es kann auch das exakte Gegenteil passieren. In dem Moment, wo die Person Verdacht schöpft, dass sie überwacht wird, werden alle Beweismittel vernichtet, alle Festplatten gelöscht und es bleibt kaum noch etwas übrig. Das heißt, es ist ein schmaler Grat zwischen Informationen hinzugewinnen und Informationen verlieren. Und dazu kommt noch die Gefahr, dass wir es hier mit einem möglichen Kindermörder zu tun haben. Die Gefahr für weitere Taten ist natürlich jederzeit gegeben. Das heißt, gerade für die Staatsanwaltschaft und den Soko-Leiter ist das eine Phase, wo sie unruhig schlafen. Die Ermittler brauchen jetzt dringend Ergebnisse. Viel haben sie nicht. Eindeutige Beweise, Fehlanzeige. Wir haben ja das Klebeband in seiner Wohnung festgestellt gehabt. Das haben wir zum LKA gegeben und das wurde ja auf Fingerspuren bzw. auf Fasern untersucht. Und da kam es dann irgendwann zu einem bahnbrechenden Ergebnis. Es war dann auch so, dass die Kollegin, die damals schon die Klebebänder untersucht hat, die auch dieses Fingerabdruckfragment auf Spur 11 gefunden hat, die hat sich mit Feuereifer an die Sache gesetzt und hat die Spuren angesichert bei den Gegenständen vom Rick J. Und ja, ich kann mich sehr gut erinnern, sie hat mich dann eines Mittags, ich glaube es war irgendwann im Juli 2017, mal zur Mittagszeit, ich sollte doch mal gucken kommen. Und da habe ich schon gedacht, mal gucken, was ist. Und dann hat sie mir ein Mikroskop gezeigt, dass sie Fasern hat. Zum einen hat sie dann auf die eine Seite gelegt vom Mikroskop die Spuren von der Johanna Bonacker, auf die andere Seite legt sie die Spuren, die sie beim Rick J. am Klebeband gefunden hat. Und es sah perfekt aus, es sah gut aus. Und das war ja das erste Mal seit diesen 18 Jahren, wo wir diese Spuren gesucht haben, wo wir auch tatsächlich welche gefunden haben, die auch tatsächlich passen. Und das ist so der Moment, also ich muss sagen, das ist der Moment, den vergisst man einfach nicht. Wird sich für immer bei mir eingebrannt haben beim Gehirn. Bin ich natürlich hingegangen, habe die AG angerufen, habe gesagt, bitteschön, ich hätte ganz gern mal ein Gespräch. Wir haben dann relativ zeitnah auch geschafft, einen gemeinsamen Termin zu finden. Der Herr Fritsch von der Soko und 2 Kollegen waren dann hier im Haus gewesen. Und denen haben wir dann im Prinzip die Ergebnisse präsentiert und haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier einen Treffer, wir haben Spuren von der Johanna, übereinstimmende Fasern beim Rick J. Und damit waren die dann alle etwas sehr erstaunt. Der Treffer unter dem Mikroskop ist die erste nachweisbare Verbindung zwischen Rick J. und der 8-jährigen Johanna. Und das war ein Ergebnis, was uns absolut überrascht hat, was uns natürlich auch zuversichtlich gestimmt hat, weil das bewiesen hat, dass wir hier auf der richtigen Spur sind. Es ist sehr ungewöhnlich, dass man nach so langer Zeit tatsächlich noch so gutes Beweismittel findet. Das lag wahrscheinlich daran, dass er nach wie vor in dieser Wohnung gewohnt hat und nicht zwischenzeitlich umgezogen ist. Ja, wenn man sich überlegt, dass nach so vielen Jahren im persönlichen Umfeld unseres Tatverdächtigen genau diese Fasertypen auf Gegenständen gefunden werden, die auch am Leichenfundort eine Rolle gespielt haben, ist das natürlich elektrisierend gewesen. Der Tod von Johanna mit Hilfe einer winzigen, unscheinbaren Faser gelöst? In der Akte befand sich natürlich auch ein Fahndungsfoto, was Johanna gezeigt hat. Das war immer eines der ersten Bilder, die man gesehen hat auf den ersten Seiten der Akte.
Das ist natürlich etwas gewesen, was uns immer wieder angespornt hat, zu sagen, hier ist dieses Kind und wir haben die Aufgabe, nicht nur die gesetzliche, sondern auch die persönliche Aufgabe, da einen Täter zu ermitteln. Um Rick J. überführen zu können, brauchen sie aber nicht nur die Fasern, die am Klebeband hängen. Sie brauchen auch den Spurengeber, eine Decke oder Ähnliches aus seinem Jetta damals. Uns wäre es am liebsten gewesen, dass wir möglichst schnell noch mal in der Wohnung vom Rick J. nachsuchen, weil es hat dann irgendwie, wir brauchen diese Kiste im Original. Wir müssen gucken, ob wir irgendwo noch einen Spurengeber finden. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre das gleich am nächsten Tag passiert. Aber natürlich war ermittlungsseitig so viel zu bedenken und zu berücksichtigen und noch zu ermitteln, vorab zu ermitteln, dass wir kurzfristig gar nichts machen konnten. Ich habe dann gesagt, okay, dann tut mir einen Gefallen, passt bitte auf, dass nichts wegkommt aus der Wohnung, weil wenn der jetzt irgendwas wegschmeißt, was wir vielleicht gebrauchen können, wäre schlecht. Der Zeitpunkt der Festnahme ist etwas, was manchmal mehr Intuition als Information ist. Sie müssen abwägen, welche Wahrscheinlichkeit ist größer. Ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass in den nächsten Tagen noch neue Informationen hinzukommen, die maßgeblich helfen? Oder ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Person Verdacht schöpft und Beweise vernichtet? Es gibt wahrscheinlich nicht den goldenen Zeitpunkt für die Festnahme, den richtigen Zeitpunkt für die Festnahme. Meistens ist das eine enge Abstimmung zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei und ein Mix aus Erfahrung, Glück und Intuition. Doch vor der Festnahme lassen die Ermittler auch nochmal Spur 11 überprüfen, den unvollständigen Fingerabdruck auf dem Klebeband, mit dem Johanna gefesselt worden ist. Wir hatten ja mit dieser Spur 11, diesem Teilfingerabdruck am Klebeband vom Leichenfundort, über die Jahre hinweg ein Problem. Wir wussten nicht, wie aussagekräftig ist dieser Fingerabdruck. Kann man überhaupt mit diesen wenigen Informationen, die in diesem kleinen Abdruck stecken, überhaupt eine Person eindeutig als Spurenverursacher identifizieren? Das Problem ist, dass wir keinen vollständigen Fingerabdruck da hatten, sondern wirklich nur einen kleinen Teil eines möglichen Fingerabdrucks. Kann auch ein Teil von der Handfläche gewesen sein. Das hat die Untersuchung natürlich erheblich erschwert. Anfangs bekamen wir von den Experten die Rückmeldung, dass es in der Spur wohl zu wenige anatomische Merkmale seien, um jemanden beweiskräftig zu überführen. Rick J. ist ja auch im Zusammenhang mit dem Maisfeldfall nochmal erkennungsdienstlich behandelt worden, aber jetzt mit entsprechenden neuen, modernen Methoden, wo die Fingerabdrücke eingescannt werden. Ja. Und wir haben also dann wegen der durchaus widersprüchlichen und unklaren Formulierungen in den alten Gutachten, was die Überprüfung und auch die Tauglichkeit dieses Fingerabdruck- oder Handflächenabdruckfragments angeht, haben wir nochmal ein klärendes Gutachten über Herrn Hauburger in Auftrag geben lassen beim Bundeskriminalamt. Und die haben dann zu unserer Überraschung und auch Freude mitgeteilt, dass man sehr wohl auf diesem Fragment anatomische Merkmale feststellen kann. Und auch dort bekamen wir dann eine Rückmeldung, die uns überrascht hat, die uns freudig gestimmt hat, weil wir wussten, das ist der nächste Baustein, der auf die Spur des Beschuldigten führt. Von daher gesehen hatten wir dann einen Status in den Ermittlungen erreicht. Wir hatten Ordnung in der Akte, wir hatten alle alten Dinge im Prinzip beerdigt, soweit wir das konnten, die losen Enden zusammengebunden, ja, die Spuren ausermittelt, ja, hatten die Gewissheit über die Fasergeschichte und auch die Fingerabdruckgeschichte, dass es ist. Ja, und damit hatten wir auch ein Stadium erreicht, das wir eigentlich von Anfang an angestrebt haben, dass wir vielleicht auch ohne Geständnis weiterkommen. Die Observation ist soweit abgeschlossen und dann haben wir auch gesagt, jetzt möchten wir aber auch den Zugriff machen. Jetzt werden wir wahrscheinlich nichts Neues erfahren, wenn wir noch länger observieren. Und natürlich hatten wir auch die Sorge, dass er vielleicht in diesem Zeitpunkt doch eine neue Straftat begehen könnte, weil wir ja nicht wussten, was ist die 4 Monate, bevor wir ihn observiert haben, zum Beispiel passiert oder die ganze Zeit davor. Dass wir gesagt haben, okay, es reicht jetzt, ja, auch in Absprache natürlich mit Herrn Hauburger, wir nehmen ihn fest. Rick J. ahnt nicht, dass er seit Monaten beobachtet wird. Er fühlt sich sicher.
surft im Internet, lädt weiter kinderpornografisches Material herunter und sucht immer wieder nach Informationen zum Tod von Johanna Bonacker. Ich habe dann die Kollegen nur gefragt, wohnt der Rick J. noch da, wo er 1999 gewohnt hat? Die Kollegen haben gesagt, ja, und er ist Messi. Ich habe gesagt, okay, das ist unsere Chance. Messis, wie wir wissen, die werfen nichts weg. Dann müssen wir denen einfach mal die Wohnung komplett auf den Kopf stellen und im Prinzip das Unterste zu Oberst drehen und halt mal gucken, was wir nach den Jahren noch finden. Angelika Schwetz hofft auf Textilien, die Rick J. vor 18 Jahren bei der Entführung von Johanna benutzt hat, um ihn mit Hilfe der Fasern zu überführen. Das war ein sehr, sehr besonderer Tag für mich in meiner Karriere als Staatsanwalt. Wahrscheinlich der bedeutsamste, den ich bislang erleben durfte. Weil man muss sich das so vorstellen, natürlich, man hat jetzt ein Jahr lang ermittelt fast, man hat wahnsinnig viele Indizien zusammengetragen und natürlich sitzen wir da und sind davon überzeugt, dass das der Täter ist. Aber man weiß es nicht. Es ist nur ein Verdacht und deswegen ist man an dem Tag natürlich angespannt, weil eventuell gibt es für diese ganzen Indizien, die wir gesammelt haben, eine ganze plausible Erklärung und dann fällt dieses Beweisgerüst einfach in sich zusammen. Bei der Festnahme haben wir uns auch wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Bei so einem Deliktsbereich ist es angebracht und üblich, dass man mit einem Sondereinsatzkommando die Tür eintritt mit viel Knall und Rauch. Es gab andererseits aber die Überlegung, dass das ihn möglicherweise auch dazu bringen könnte, dass er gleich von Anfang an sagt, wenn die Polizei mir so begegnet, rede ich mit euch überhaupt nicht. Dann hätten wir uns eine Vernehmungssituation verbaut. Ne? Also wenn jemand so überrascht wird mit so einem Kräfteaufwand und mit so viel Knall, und dann können Sie sich selber vorstellen, ist die Aussagebereitschaft wahrscheinlich äußerst gering. Menschen reagieren auf Druck sehr unterschiedlich. Für manche ist Druck oder die Härte des Rechtsstaats die einzige Sprache, die sie verstehen. Bei anderen bewirkt es das Gegenteil. Sie machen dicht, sagen kein Wort mehr, sobald sie Härte oder Druck spüren. Was war Rick J. für ein Mensch? Er war ein Mensch, der in seiner Fantasie und in seinem Leben und in seinen vergangenen Beziehungen kontrollsüchtig war. Er wollte die Kontrolle haben. Ihm ist wichtig, wie er gesehen wird. Ihm ist wichtig, die Kontrolle und die Macht in der Situation zu haben. Speziell in seinem Fall nicht mit dem SEK die Tür einzutreten, sondern ihn anzusprechen, ihm das Gefühl zu geben, freiwillig mitzukommen, obwohl es keine freiwillige Entscheidung ist, war in diesem Fall goldrichtig. Uns war wichtig bei dieser Durchsuchung, dass es genau so ist, dass es ruhig zugeht, dass er auch das Gefühl hat, dass wir respektvoll mit ihm umgehen, dass wir hier nicht mit dem SEK einfallen, sondern dass wir da auch eine kommunikative Ebene schaffen wollen und dass es uns daran liegt, dass wir ihm die Möglichkeit geben wollen, mit uns zu sprechen. Und dass für uns nicht einfach abgehakt ist und er für uns abgestempelt ist als Kindermörder, sondern dass wir jederzeit bereit sind, mit ihm zu sprechen. An den 25.10.2017 kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin sehr früh aufgestanden. Es war kühl, es war trocken, also eigentlich bestes Wetter. Sie müssen sich vorstellen, dass an so einem Tag in der Befehlsstelle der Polizei eine Vielzahl von Personen anwesend sind, alle Soko-Mitglieder und auch weitere hochrangige Beamte, die letztendlich den Einsatz leiten. Weil wir mit allen Kräften abstimmen mussten, ist er zu Hause, funktioniert das auch alles, was wir so planen. Um unsere Sicherheit zu gewährleisten, haben wir abgemacht, dass mein Kollege, der Herr Kessler, und ich an der Tür stehen, zusammen mit 2 Beamten von mobilen Einsatzkommando, die uns theoretisch schützen könnten, falls er doch irgendwie handgreiflich wird, weil er hat ja dann nichts zu verlieren. Wir haben uns mit der Frau Schwetz vom LKA und auch den ganzen anderen Kräften abgesetzt von dem Durchsuchungsobjekt getroffen. Aber dann ist die Technik ausgefallen. Deswegen hat sich das Ganze ein bisschen verzögert. Diese Polizeiarbeit hat viel mit Warten zu tun. Also man steht dann irgendwo, abseits natürlich vom Objekt, und wartet erst mal. Und sind dann um 7:20 Uhr bei ihm vor der Tür gewesen.